Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute gibt es ausnahmsweise mal kein Brotrezept, sondern mal etwas Süßes. Und zwar werden wir heute original französische Crêpes machen. Ja, ich hatte da einfach mal Hunger drauf und dachte, ja, warum machen wir die nicht einfach selber? Wie genau das funktioniert und wie lecker die sind, das zeige ich dir jetzt. So, dann wollen wir mal mit unserem Rezept beginnen. Also, ich habe hier 250 Gramm normales Weizenmehl, Typ 405. Ich habe hier eine zimmerwarme Milch, 500 Milliliter sind das. Dann habe ich eine Prise Salz, 30 Gramm Zucker. Ihr könnt auch gerne ein bisschen Vanillezucker nehmen, wenn ihr möchtet. Hier habe ich 3 Eier und hier habe ich 20 Gramm zerlassene Butter. So, und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Viele mischen immer erst alle flüssige Zutaten und dann das Mehl oben rein. Das ist aber komplett falsch, denn dann klumpt das Mehl logischerweise. Deswegen mache ich es jetzt genau andersrum. Zeige euch also, wie ich es andersrum mache und wie das Ganze dann halt eben nicht klumpt. So, dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich gebe jetzt erstmal das Salz rein. So, dann gebe ich den Zucker rein. Werde das dann kurz ein bisschen verrühren. So, gebe jetzt die Eier rein. So, werde das dann ein bisschen verquirlen. Nehme mir dann die Milch und schütte immer so ein bisschen Milch dazu. Und gebe mir immer so ein bisschen vom Rand weg, ein bisschen Mehl mit rein. Und werde das immer ein bisschen mehr verrühren. So, also immer ein bisschen mehr Mehl mit rein, ja, dass das Ganze schön eine geschmeidige Konsistenz bekommt. So. Jetzt rutscht es hier ein bisschen hin und her. So, der Teig wird dann logischerweise ein bisschen fester. Das ist aber nicht schlimm, denn wenn er so eine kleine breiige Konsistenz bekommt und auch ein bisschen fester wird, dann können sich keine Klumpen bilden. So, jetzt machen wir das mal hier. Mit da rein. So. Jetzt wird das Ganze eine feste Angelegenheit am Anfang. So, dann kann man das auch mal richtig ein bisschen durchschlagen. So. Und jetzt rühre ich nach und nach die Milch rein. So, immer mal so ein bisschen. Bis das Ganze dann eine schöne Konsistenz bekommt. So, den Rest Milch jetzt rein. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir hier in unserem Teig kein einziges Klümpchen. Und genauso soll es auch sein. Das heißt, wir haben jetzt hier einen schönen flüssigen Crêpesteig. Das ist also, oder Crêpe-Teig sagt man ja. Das ist also hervorragend gelaufen. Jetzt gebe ich hier unsere zerlassene Butter rein. So, rühre die mit unter. So, und schon ist unser Crêpesteig oder Crêpe-Teig hervorragend zum Verarbeiten. Was wir aber jetzt noch machen ist, wir werden das Ganze noch circa eine halbe Stunde ruhen lassen, bevor wir dann ans eigentliche Ausbacken gehen. So, in der Zwischenzeit werde ich mir jetzt mal eine Pfanne holen und ein bisschen Öl zum Einstreichen und dann sehen wir uns nach einer halben Stunde wieder zum Ausbacken. So, dann wollen wir das Ganze jetzt mal abbacken. Ich habe dazu jetzt hier meine Pfanne, das ist eine keramikbeschichtete Pfanne, schon mal vorgeheizt, hier auf dem Ceranfeld. Habe mir hier so ein kleines bisschen Öl besorgt und ein Küchentuch und habe den Teig hier schon mal in so einen Messbecher gefüllt. Damit lässt sich das einfacher dosieren. So, jetzt werde ich meine Pfanne kurz mit ein bisschen Öl ausreiben. So, nur so ein bisschen. Dann Teig rein. Auch nur so ein bisschen, das war jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel. Dann die Pfanne schwenken, bis der ganze Teig sich verteilt hat. Ich hoffe, das kann man so ganz gut sehen. So, jetzt warten, bis die Feuchtigkeit soweit entwichen ist. Warten wir kurz, bis das Ganze so ein bisschen bräunlich wird, je nachdem, wie du dein Ceranfeld eingestellt hast. Also ich habe jetzt auf 7 stehen. Du kannst es natürlich auch höher einstellen, aber dann ist natürlich dann der
Nachteil, dass es eventuell verbrennen könnte. So sollte sich das Ganze jetzt ablösen. Mal schauen, ob es geht. Nein, so, jetzt einmal rumdrehen. So, auch hier wieder dann kurz warten, bis es von der anderen Seite ein bisschen gebräunt ist. So, das muss nicht lange sein. So, das reicht schon. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Diesmal mache ich aber so ein bisschen was für die Kinder. Die mögen das ganz gerne. Und zwar habe ich dazu hier das Ganze mit ein bisschen Kakao. So, dann kann man hier so ein paar Streifen reinmachen. Dann Teig drauf. So, und das Ganze nochmal verlaufen lassen. Das, wie gesagt, mögen die Kinder ganz gerne. Die finden es immer total lustig. Man kann dann auch irgendwie Gesichter noch reinmalen und was weiß ich. Also da gibt es sehr viele Dinge, die man noch tun kann. Und das ist halt wirklich auch ganz witzig. Hier jetzt dann auch kurz warten, bis es ausgebacken ist. So, auch dann hier wieder ein bisschen warten, bis es braun wird an den Rändern. Dann kann man es hier schon so ein bisschen anheben. So. Und dann hier einfach wenden. Man sieht, es ist ein sehr interessantes, schönes Muster. Es wäre natürlich jetzt auch noch besser gegangen. Aber ich denke mal, für Demonstrationszwecken sollte das ausreichen. So, auch hier ganz kurz warten. So, das Ganze dann hier auf dem Teller. So, da haben wir es jetzt ein bisschen näher gerutscht. Wichtig ist jetzt in dem Zusammenhang, wenn du ein bisschen Schokolade drauf machen möchtest oder zum Beispiel einen Kinderriegel einschlagen oder sowas, dann am allerbesten im warmen Zustand drauf machen. Ich mache das jetzt hier so ein bisschen mit der Schokocreme. So. Verstreicht das. So, dann einschlagen. Einmal, noch einmal. So, und dann im Prinzip in die Mitte legen. Bisschen Puderzucker drüber. Et voilà, Crêpes. Ja, und in diesem Sinn würde ich dann jetzt sagen, guten Appetit. So ein warmer Crêpes mit ein bisschen Schokocreme ist schon was Sensationelles. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du das Ganze nachbackst und wünsche dir jetzt schon mal einen guten Appetit und viel Erfolg beim Nachbacken. Und schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie dir das Rezept gefallen hat und ob du mehr davon sehen willst. In diesem Sinn, ciao, bis demnächst, euer Olli. Das Zeug ist genial.